Der Weihnachtsmann, ja. Aber das muss doch irgendjemand hier alles aufgebaut haben. Haben wir das schon? Ich glaube, ja. Oh, wir sind wir... Oh my God, it's her. Okay, bitte. Why are you here? Well, hello to you too. I saw you leaping about on the beach. Why? A storm dragged me here. I didn't choose this. You could have left by now. You don't carry any sleeping bags or bedrolls. You're not prepared for this. What are you plotting? I see. You expect answers. Let me ask you a question instead. Who are you? Why, Beatrice Parker. From the school? Head mistress. Look, I don't know the right or wrong of this, but I need to figure out how I can help this ghost that's stuck here. And maybe, just maybe, you can help me. Or a ghost yourself, also stuck. I don't see a ghost. He's not here. Are you denying the words you just said? He's in my head. So you're imagining him. Okay, stop. Can you help me help him? I'd like to know about a girl named Pixie. She's dead, honey. I know that. It's about the Crown family. I want to know about them. But if it's their home you're looking for, you should try the lodge. On Little Rogue. Thank you. One word of advice. Don't trust that ghost of yours. I used to know everybody here. And I've never heard of him. Goodbye. Wie wäre es denn gerade eben abgelaufen, hätten wir die andere Option gewählt? Wir sollen dem Geist nicht trauen, sie kennt ihn nicht. Weil der Geist... Oh, wir waren hier vorhin schon mal. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Wir haben hier einen riesengroßen Parcours aufgebaut. Well, at least this time she said goodbye. She's not making much sense, is she? Yeah, like, why shouldn't I trust you? I didn't even tell her your name. She can't know you. She must really not like me. Why is that? Did you do something to her? You don't believe her, right? Why wouldn't I? You know me. Do I really? I don't believe this. I only know what you tell me. There's hardly anything about you on this island. Let's just keep going and see what's on Little Rogue. We have yet to find you. Oh, ein Gefängnis. Callum Compton. I remember him. He was up on Scruff's investigation wall. County Code, Kneipenschlägerei, Beschuldigter Callum Compton. Zeugen Henry Clinch Senior und Thaddeus Cook. Zugeeintrag in Feld. Beschreibung: Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sich mit dem Opfer wegen eines Würfelspiels geprügelt zu haben. Während des Spiels beschuldigte Mr. Compton Mr. Clinch Jr. des Betrugs. Er konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass Herr Clinch Jr. betrogen hatte, denn sein Vater, Herr Henry Clinch Senior, war Zeuge des gesamten Spiels. Laut seinem Vater war es Mr. Compton selbst gewesen, der betrogen hat, als Mr. Compton erkannte, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen. Die Aussage von Mr. Clinch Senior wurde von Mr. Thaddeus Cook, dem Besitzer der schwarzen Glocke, bestätigt. Strafe: Mr. Compton wurde zu 2 Wochen Gartenarbeit im Dienste der Familie Clinch verurteilt. Betreff Schlägerei: 24. Mai, 6. März, okay. Beschuldigter Callum Compton mal wieder, Opfer Clifford Watson.
Heute kam es in den Docks zu einer heftigen Schlägerei, nachdem Mr. Compton der Zugang zum Entladen der Ladung von Mr. Watsons Fischkutter, der Nimrod, verweigert worden war. Mr. Watson behauptete, Mr. Compton stecke mit Mr. Reginald Shaw, dem Kapitän des konkurrierenden Kutters der Flying Spur, unter einer Decke. Mr. Watson beschuldigte Mr. Compton, die Abfahrt der Nimrod mehrfach absichtlich sabotiert und dadurch verzögert zu haben. Der Grund für die Sabotage war laut Mr. Watson, dass Mr. Shaw vor Mr. Watson die reichsten Fischgründe der Rogues vor der Küste erreichen wollte. Zeugen beschrieben vor allem Comptons wütendes Auftreten und nannten ihn eine wilde Bestie, die zum Wohle aller in Ketten gelegt werden sollte. Strafe: Herrn Compton wurde der Zugang zu den Docks für einen Monat und der Zugang zu Nimrod dauerhaft untersagt. Was haben wir hier? Noch ein paar, 2 Jahre später, 3, wieder Compton. Gestern habe ich Mr. Compton wegen illegaler Destillation von hochprozentigem Branntwein verhaftet. Vor dieser Verhaftung fing der Destillierapparat von Mr. Compton jedoch Feuer und die kleine Hütte, die für die besagte illegale Tätigkeit genutzt wurde, verbrannte zu Asche. Achso, die Hütte, ja. Strafe: Mr. Compton wurde vor Gericht gestellt, kam aber lediglich mit einer Verwarnung davon, da es keinen Alkohol gab, der die Schwere der Anklage hätte belegen können. 1814, Wildereiversuch, Callum Compton. Der Angeklagte wurde der illegalen Wilderei auf dem Grundstück der Familie Griffiths für schuldig befunden. Strafe: Auf Antrag von Mr. Griffiths wurde Mr. Compton ohne Anklageerhebung freigelassen, unter der Bedingung, dass er verspricht, in Zukunft nicht mehr in diesem Gebiet zu wildern. Mrs. Griffiths war bereits zu Ehren von Mr. Comptons Mutter und ihrem Freund, die beim Wildern zugunsten ihrer Söhne ums Leben kamen, Gnade walten lassen. Diebstahl von Tabak. Der Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen Beutel Tabak aus Mr. Bakers Lebensmittelladen zu stehlen. Strafe: Der Angeklagte wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 12 Pence an Mr. Baker verurteilt. Da der Angeklagte nicht über dieses Geld verfügte, einigten sich beide Parteien auf eine monatliche Zahlung von 2 Pence. Okay, also Callum Compton war strafrechtlich schon oft aufgefallen. Okay, also der Bruder vom Vater von der Pixie. More of these bottles. Schwarz We're all gebrannter. distilling it. Liquor? Whiskey. Wir haben's alle gebrannt. Alle. Is this Archie? Archibald O'Sullivan, yeah. I didn't know he had a record. He was a criminal. I wouldn't say that. Öffentliche Trunkenheit in Stillwater Cove, okay. Mr. Battlebert berichtete, sie habe gesehen, wie Mr. O'Sullivan in stark alkoholisierten Zustand in der Stillwater Cove herumstolperte. Sie berichtete mir dies mehr aus Sorge als aus Ärger. Sie bestand darauf, dass ich dies in meinem Bericht erwähne. Als ich mich auf der Suche nach Mr. O'Sullivan machte, lag er weggetreten in seinem Boot. Strafe: Herr O'Sullivan wurde ohne Anklage freigelassen. Meldender Beamter, okay. Vorfall: Feuer auf Little Rogue. Ein Feuer zerstörte die Lodge, das Anwesen der Familie Crown, das sich in Little Rogue befindet. 2 Personen kamen bei dem Feuer ums Leben, Mrs. Cordelia Crown und Mr. Callum Compton. Beide Leichen wurden im oberen Salon gefunden. Es ist unklar, was Mr. Compton in den Räumlichkeiten zu suchen hatte. Eine Untersuchung ergab keine stichhaltige Ursache für den Brand, was auf Brandstiftung schließen lässt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Tür des oberen Salons von außen versperrt war. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Derzeit ist der einzige Verdächtige Mr. Cook, da er und Mr. Compton eine lange Vorgeschichte gewalttätiger Auseinandersetzungen haben. Okay. Aber es konnte niemals geklärt werden. Die Constable-Mütze? Josh, look. Pages have been torn out. Scruff. Yeah. This is where we got those notes from. From Constable Sprouse. Da Constable Wilford kein Interesse daran gezeigt hat, eine Untersuchung der Schmuggelaktivitäten einzuleiten, habe ich es auf mich genommen, dies zu tun. Mein Verdacht begann, als ich die gleichen Flaschentypen auftauchen sah. Diese Flaschen stammen aus einem Geschäft, das sich auf den Rogues befindet. Der Inhalt dieser Flaschen war immer derselbe, hochprozentiger Schnaps, der angeblich legal vom Festland importiert wurde, aber ich habe keine Beweise dafür gefunden. Mein erstes Ziel ist es, den Ausgangspunkt für die Einfuhr auf diese Insel zu finden. Aufgrund der vielen Felsvorsprünge unter Wasser, die die Annäherung von Schiffen unmöglich machen, gibt es nicht viele
viele gute Anfahrtsmöglichkeiten. Die Docks sind eine denkbare Variante, aber es wäre zu einfach, dort die Schmuggelware zu entdecken. Eine andere Möglichkeit wäre die Halbinsel vor der Dark Rogue. Allerdings ist die gesamte Halbinsel von messerscharfen Felsen umgeben, die aus der Bucht herausragen und jede Landung von großen Schiffen zu einem Himmelfahrtskommando machen. Es gibt auch einen kleinen Durchgang, der tiefer in die Insel hineinführt, aber er ist viel zu eng, um einem Schmuggelschiff Zugang zu gewähren. 29. Oktober. Endlich hatte ich Zeit für einen Besuch in Dark Rogue. Ich unterhielt mich mit Thaddeus Cook, dem Besitzer der einzigen Taverne von Dark Rogue, die Schwarze Glocke. Obwohl Mr. Cook jede Beteiligung an derartigen Aktivitäten bestritt, konnte ich nicht umhin, etwas an seinem Verhalten zu entdecken. Für einen Mann, der von der Polizei verhört wird, wirkt er auf mich übermütig, ja sogar dreist. Weil er nichts zu befürchten hatte. Wir haben ja schon erfahren, dass über die Familie Crown das Schmuggeln bzw. Schwarzbrennen ja mit beguckt war hier. Also nicht war ja möglich. Man hat es halt gedeckelt und hatte auch Druck auf die Polizei ausgeübt. Er hat sich nicht gerührt. Sprouse hatte das Gefühl, dass er seine Ermittlungen im Geheimen durchführen musste. Gab es jemanden, der mächtig genug war, ihn zu stoppen? Immerhin war er Polizist. Jetzt mal ehrlich, Sprouse war nicht unverzichtbar. Jemand anderes schon. Die Antwort lag noch nie auf dem Grund einer Flasche Archie. Ich kannte Menschen wie dich. Der Alkohol ist ein wahrer Dämon. Was war so schlimm, so furchtbar, dass du es nicht vergessen konntest? Wer hat die Lodge in Brand gesteckt? Achso, es sind nur Bleistifte. Is it me, or did the sea level drop? It's low tide, yes. If only I could talk to that constable. I wish we could, honey. Honey? Don't call me honey. Ich befürchte langsam, wir sind die Tochter. Pixie? Und er ist unser Vater, auf den wir immer gewartet haben, sehnsüchtig. Oh. Thank you. Josh, is it? Yes, Miss Crine. You grew up here, on the islands. Oh, yes, Miss Crine. We've been here for generations. That sounds lovely. I think the islands are the most beautiful place I've ever seen. Me too. Of course, I've seen nowhere else. But in truth, I've never wanted to. Oh, there is a blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds. You've a way with words, Miss Crine. Oh, Wordsworth definitely does. He goes on, and from the sky, it beats against my Better cheek. be careful, Miss Crine. These waves have a mind of their own. Yes. I feel Wordsworth today. It's as if the sky itself is aware of how happy this place makes me. I can see why you remain here, Josh. Er ist es. That was you. I've never seen you. Not like that. And that was Nora. She escaped my memory. Completely. And I think you took her to Little Rogue. Let's go find this lodge. On Little Rogue. Er ist es. Er ist der Vater. Siehst du, hier sind wir vorhin nicht lang gekommen, deshalb. Er ist unser Vater. Nee, kommen wir nicht lang, genau. All set for Little Rogue? Let's get this show on the road.
Okay. Schade, dass der Hund nicht mit bei ist. Aber wie gesagt, es kann nicht die 90er Jahre sein. Es ist alles so ein bisschen... Was war denn das jetzt? Achso. Es ist ein bisschen seltsam. Sie geht mit einem Kassetten, also mit einem Walkman umher, aber das hier, das sind diese Kombi-Einheiten und auch noch Flachbildbildschirm. Hier sind auch CDs, ja. Wir sind definitiv im 2000er-Bereich. Mittendrin eigentlich. Little Rogue, I'm so excited. Can you see the lodge yet? It's tucked away, up on the hill. All right, let's rock and roll. That's a weird thing to say. I know, but let's go, let's go. Der Baum ist seltsam. Schönes Bild. Delirium. Archie's. I like it here. This is the perfect place for a beer. Or a bloody smoke. Of course, I no longer have either. I can barely remember what they taste like. Gosh, a drink of any kind would be heaven right now. To make my brain stop for just like a minute. Make me feel normal, because you never shut it. Thank you. I should go back to the lodge. Go through those ledgers again. There's got to be something in there. That tart Cordelia, she was hiding something. Ugh, so much for shutting it. No, I don't like her, and neither did you. Are you sure she doesn't have some brandy hidden away? Or some of that whiskey you keep talking about? Oh, that's a good idea. Thanks. Is there anyone who does like Cordelia Crine? You don't say. But the point is that this was Archie's place. The gardener. Das heißt, er hat immer wieder seine, mit jedem, der hier auf der Insel war, The seine, lodge. Like it's been waiting for me. seine Dings abgezogen. Also abgezogen nicht in dem Sinne, sondern hat die Nachforschung wieder angestrengt oder anstrengen lassen. Dass die Leute versucht haben rauszufinden, wer er ist und warum. Ging es hier hinten eigentlich weiter? It's up there. The lodge, I mean. We can't get to the stairs. Don't need to. There's a servant's passageway. Those stairs were for the Crines only. Such bizarre little creatures. I don't know if I'm charmed or appalled. So this was a servant's trail? Yes, that's where we walked. The lodge and everything else up there. That was their world. And this was your world. The life of a servant. I took Nora in that boat. Doesn't mean I was their servant. Is this here where you lived? Little Rogue? It feels familiar, but it wasn't my home. Na, ob wir da noch hinkommen werden zum Leuchtturm?
such a strange atmosphere here. Don't you feel it? What are you talking about? It's great out here. I forgot you love every beach you see. What can I say? The waves must have cast a spell over me. Eerie, I say. Especially the water down there. I don't like this place one bit. Oh, don't be a baby. Die sind manchmal so verbunden, scheint es, ja. Da unten ist wieder ein Geist. Guck mal. Ich glaube, da kommen wir jetzt erstmal runter. Weil da kommen wir nicht hoch. Das ist kaputt hier. Weil wir könnten da hochklettern, aber das lässt das Spiel nicht zu. Is that Beatrice there? What is she doing here? Let's go talk to her. I have to admit she frightens me a little too. It's like she doesn't feel anything. Always glowering over us like that. She's just rock hard, is all. Sometimes you need to be. Beatrice? Oh, hello, Riley. That is your name, if I remember correctly. Yes, that's my name. Did you get rid of that ghost of yours yet? No. He's stubborn that way. Hey! Shh, not now. Talking to Beatrice. I see you found your way to Little Rogue. Yes, I really want to find the lodge. That's very clever. You will find answers there. Can I ask you something personal? By all means. Are you expecting anyone? Don't be ridiculous, girl. You keep trying to see beyond the horizon. Why are you still here? I used to come to this beach a lot. With my father, I think. Then he went up to the boathouse to talk to Archie. For hours. If they had enough whiskey to accompany them. Why are you still on the Rogue Islands, Beatrice? I don't want to leave. I have lost so many. I still miss the ones I loved most. And the ones that hurt me the worst. I cannot leave them. They're all gone, Beatrice. I know that. They've all been gone for so long. I forgot their names. And yet, you do not want to go. I do not. You never know. They might come back. You may leave me now. I will find you again. Okay, sie ist nicht mehr ganz so aggro. Why does she keep doing that? Sie kennt aber ihn nicht. Sie lebte aber in der Zeit, als Josh lebte. Cool. Was ist das hier? Nix. Wow, Josh, look at those wall paintings. Selkies. I remember that story. I told it to Margot. Margot. Tell me about her. She was just a girl who hung about on the islands. She felt lost to me. Wow, wow, wow. Please stay. You may want to come down from that tree, Miss Crown. It's unsafe. Oh, but this is a solid branch. Why don't you come see for yourself? It's a new world from here.
Miss Crine? Yes. I'm glad you stayed. That's awfully nice of you to say so. And I'm glad too. You were friends. I wouldn't call it that. She was just being nice. She wanted to see the world differently. I want that. That's why I got on that boat. Didn't think that was so wrong of me. Of course it wasn't. Then why am I being punished for it? Punished? I'm stuck. Once again, I can't make my own choices. Ich kann es nicht mitnehmen. Oh, ich glaube, es wird bald dunkel, ja? Nee, warte mal, das ging hier unten weiter, ja? Da. I'm unsure what our next move might be. We're heading for the big house, right? Yes, but what's the deal with Archie? Archie has a deal? Did you hear anything Beatrice said? He was friends with her father. That's right. They shared their whiskey on that little patio. And don't you think it's strange that she's still hovering around here? So am I. Yes, and we're trying to fix that. You want to explore why she's stuck? I do. You can't save us all, dear. Maybe I'm just trying to save myself. So, this is Nora's house. Her mother's. Cordelia Crown. But that's her window, up there. I remember her climbing out to go down to her tree. Mhm. Weil sie nicht befreundet waren, ne? Gibt es keinen normalen Eingang? Doch. The main entrance. The only one Cordelia ever used. And she made very sure no servant ever did. Deswegen ist gegangen. You want to climb up? You reading my mind? I don't need to. Deswegen ist gegangen. Uneheliches Kind. Riley, stop. Look. The captain braved the dark waters of the seven seas. Oh, what's that? That's the baby, What is she doing in there? fluttering around like a pixie. She's putting up a fight, that's what. She's fighting off sea monsters in there. I don't have sea monsters in there. Our girl's braving the deep, dark waters. You don't know it's a girl? I do too. Fierce as a tiger, Captain Pixie will sail the seven seas. Swoosh! She'll brave storms, slay sea monsters. You idiot. Oh no. Mother. Quick. The window. I'll be back tomorrow. I'm her father. How? It can't be true. I'm the bastard that abandoned them? It's not true. It can't be. And I'm going to prove it. Sie, die Mutter, hat ihn weggeschickt. Verbannt oder was auch immer. Auf dass nie wiederkommt. That was Nora's. She loved every little thing about the rogues. She'd be out on the beach looking for unusual shells. Or rocks in bright colors.
Ein Handbuch über Muscheln an den Stränden der nördlichen Länder mit Abbildung und Beschreibung zur Identifizierung von mehr als 500 Muscheln. Her journal. Let's see what she wrote about you. Der Herbst ist endlich wieder da. Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Ich könnte stundenlang in diesem erdigen, süßen Wind tanzen und die braunen und roten Blätter um mich herumwirbeln lassen. Mutter will das natürlich nicht. Aber das Leben auf den Inseln ist wie ein Traum. Es gibt so viele wunderbare Dinge zu entdecken. Die unzähligen Schätze am Strand, der Anblick der bunten Schiffe, die anlegen, die Sonne, die in den frühen Morgenstunden unter den Wellen hervorlug. Dinge, die ich nur aus meinen Märchenbüchern kannte. Dieser Ort ist so anders als das Festland. Hier kann ich mich wirklich zu Hause fühlen. Apropos zu Hause, unser Haus am Strand ist fast fertig. Josh hat wirklich hart und lange gearbeitet. Schon bald wird er nicht mehr durch mein Schlafzimmerfenster klettern müssen. Das wird eine Lösung sein. Ich weiß nicht, wie lange wir Mutter noch etwas vormachen können. Sie lässt sich selten etwas vormachen, also muss sie es wissen. Ich bin erstaunt, dass sie ihn nicht wieder aus genau diesem Fenster gestoßen hat. Ich bin sicher, das würde sie gerne tun. Nur noch ein paar Wochen, dann können wir aufbrechen und den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen. Sie blieben stark, obwohl Cordelia nicht damit einverstanden war, ging sie ihren Weg weiter. Sie verließ ihre Mutter und wurde die sie sein wollte. Ich denke, das habe ich auch getan, dass ich meine Wahrheit annehme. I made this. I made this for my daughter. What did she want with this? A skull that is not going to prove anything. No, but it's fascinating. Like an exploration of life. Or death. She wanted nothing more than a home for the three of us. I was building her a house. Linden breeze on Big Rogue. Home is wherever I'm with you. Die Taschen waren gepackt. Hier komme ich nicht rüber. This room alone tells me you loved them. You didn't abandon them. You could never. Oh, It's a safe, Riley. It's locked. Snap out of it, Josh. I'm only trying to help you. dann müssen wir den Code finden. Look, she wrote to Pixie. Your daughter. My daughter. I think Cordelia knew something about you. Mein süßer Tee ist mit großer Trauer verbunden. Ich schreibe diesen Brief mit einem schweren, aufgewühlten Herz. Die Worte fallen mir nicht leicht, aber ich muss sie trotzdem sagen. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, verstehst, siehst, erfährst. Ne? Ich möchte, dass du die Wahrheit über das unselige Verschwinden deines Vaters erfährst. Was passiert ist, plagt mich sehr und dass ich werde immer bedauern, wie sagt man seiner Enkelin, dass ihr Vater nie wieder zurückkommen wird und dass sie aufhören soll zu suchen. Hat sie ihn um die Ecke bringen lassen. Grimms Fairy Tales. Grimms Märchen. A spare key to the boathouse. Who cares about the boathouse, Riley? I abandoned my daughter. Don't sulk. Das Bootshaus. Der Zinken. Oh. 1801. A code? 6 figures. Must be. 1801, gib mir den Code. Is this? About the smuggling, yes. No way. Cordelia was involved? Josh, this is Cordelia's journal. She didn't approve of you, remember? You need to read this too.
Es wird kälter. Ich habe Archibald gebeten, alle Kamine im Haus anzufachen. Trotzdem spüre ich die Kälte in meinen Knochen. Ich glaube, selbst der Teufel würde in dieser trostlosen Zeit frieren. Ich möchte Nora mit nach Hause nehmen, zumindest über den Winter. Das ist nicht der richtige Ort für ein Neugeborenes. Natürlich will sie das nicht. Das starkköpfige Mädchen ist überzeugt, dass dies ihr Zuhause ist. Unglaublich, dass sie nach allem, was Mr. Crown und ich für sie getan haben, glaubt, dieser Ort sei besser als unser Zuhause auf dem Festland. Sie weiß nicht das Geringste darüber, wie es ist, in einer Karte zu leben. Sie ist zu töricht, das ist es. Ihr Kopf ist voll von verrückten, romantischen Vorstellungen von Spaziergängen in der Natur. Ich gebe Wordsworth und Coleridge die Schuld. Ich hätte sie nie diese dummen Gedichte lesen lassen sollen. Zugegeben, ich mag auch abenteuerliche Spaziergänge. Nora und ich haben das immer gemacht, als wir hier ankamen, aber ich sehe nicht die Notwendigkeit, dort draußen wie eine verwilderte Frau zu leben. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht zulassen werde, dass ich immerhin ihre Mutter bin, aber sie wird nicht mehr tun, was ich ihr sage, und das alles nur wegen dieses bösen Inselsöhnchens, Sumpfabschaum. Wir hätten ihn nie in den Gärten arbeiten lassen dürfen. Glaubt sie, ich wüsste nicht, dass er jeden Tag durch ihr Fenster klettert? Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich werde meine Tochter nicht an diese Rogue-Insel verlieren. Und deswegen ist sie zum Beichten gegangen. Is that us? Nora and me? The wedding. But she wasn't even born yet. That's how she must have imagined it. Oh. Dad, that's me. She wrote to me. I can't bear it. Liebster Papa, die Leute sagen, du kommst nicht mehr nach Hause, aber ich glaube ihnen nicht. Mama sagt, wir müssen uns mit ihm abfinden, dass du weg bist. Aber sie ist jeden Tag auf der Klippe und schaut nach dir. Ich habe Tick auf Wache gestellt. Er wacht am Ufer, während ich bei Frau Jessop bin, damit wir dich nicht verpassen. Tick und ich halten jeden Tag und jede Nacht nach dir Ausschau. Ich weiß nicht, warum du fortgehen musstest. Ich habe Angst, dass du meinetwegen gegangen bist. Mama sagt, es sei nicht so, aber ich glaube, ich war es. Wenn du nach Hause kommst, werde ich das allerbeste Mädchen der Welt sein. Mama tut so, als ob sie glücklich wäre, aber ich weiß, dass sie traurig um dich ist, Papa. Bitte komm nach Hause. Ich könnte dir vorlesen und dir all die schönen Sachen zeigen, die ich auf unserer Insel gefunden habe. Tick und ich werden am Ufer warten, Papa. Ich vermisse dich sehr. In Liebe, Pixie. Oh. Pixie war ein tapferes Mädchen. Sie klammerte sich an das Geflüster von Worten, die nie gesprochen wurden. Nora hatte nie eine solche Hochzeit. Die Entscheidung für ein Leben mit ihm war der Beginn von etwas Neuem, aber es war kein Märchen. Ich glaube, sie war einsam. Als sie dieses Stück ihrer neu gewonnenen Freiheit nutzte und sich auf den Weg hierher machte, dachte sie, dass sie eine neue Saat aufgehen sehen würde. Sie hätte nie gedacht, dass sie dabei ihre Tochter verlieren würde, wenn sie doch nur hätte sehen können, dass niemand von uns jemals wirklich ganz allein ist. Allein die Vorstellung, dass man jemanden liebt, der das nicht erwidert. Ich bin froh, dass sie von so vielen umgeben war, die sie schätzten. Das Mädchen hatte keine Angst.